Welche Programmiersprache dominiert 2021 und welche solltet ihr lernen für Erfolg im Beruf oder privat zum Beispiel? All das erfahrt ihr in diesem Video. Doch bevor wir anfangen, kurzer Shoutout hier wieder an Get in IT, denn die haben dieses Video unterstützt und haben noch eine ganz spezielle Ankündigung für euch. Bleibt also auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Gut, wir fangen direkt an und zwar, welches ist eigentlich die beliebteste Programmiersprache? Und hier haben wir gleich mehrere Quellen. Zum einen natürlich Stack Overflow. Die haben eine jährliche Umfrage, wo sie Entwickler fragen, über 40.000 Entwickler weltweit fragen, mit was sie eigentlich arbeiten. Und das spiegelt so ein bisschen wider, was eigentlich so gebraucht wird. Also das heißt nicht unbedingt, dass es die Lieblingssprache von allen ist, aber das spiegelt wider, mit was eigentlich am meisten gearbeitet wird. Und Surprise, JavaScript ist auf Platz 1 mit über 65%. Danach kommt, Achtung, nicht hassen, es ist keine Programmiersprache, es ist HTML und CSS. Warum ist das so weit oben? Nun, das ist eigentlich relativ einfach zu verstehen, und zwar viele Leute können JavaScript, weil eigentlich jede Webseite irgendwie was mit JavaScript zu tun hat. Und naja, selbst viele Apps haben mittlerweile JavaScript und das ist halt einfach eine Sprache, die überall gebraucht wird. Außerdem muss man natürlich auch bedenken, wir haben viel mehr Leute, die eigentlich Frontend entwickeln als Backend, weil natürlich im Frontend die ganzen Animationen drin sind und das ist teilweise aufwendiger als das, was im Backend eigentlich passiert. Das heißt, die Mehrzahl der Leute arbeitet mit JavaScript. Aber immer noch über 50%, also 54,7% um genau zu sein, das ist nämlich auf Platz 3, arbeiten mit SQL. Das ist eine Datenbanksprache, die ihr auf jeden Fall können solltet und ja, da sehen wir eigentlich schon, was so die wichtigsten Dinge eigentlich gerade sind, nämlich Web-Technologien, immer noch natürlich, weil eigentlich alles über das Internet kommuniziert. Wenn ich ein Spiel entwickle, muss ich mit SQL arbeiten und wenn ich eine Website entwickle, muss ich mit SQL arbeiten. Wenn ich eine App entwickle, muss ich mit SQL höchstwahrscheinlich arbeiten, da führt halt einfach nichts dran vorbei. Und danach kommen wir zu den allgemeineren Sprachen. Im Backend hat man halt einfach mehr Auswahl. Das kommt halt auch noch ganz gravierend hinzu. Das heißt, JavaScript, alles was Frontend ist, ist momentan quasi JavaScript. Aber tatsächlich im Backend habe ich Möglichkeiten aus Python zu wählen, aus Java zu wählen, aus im Zweifel sogar Bash oder C# oder PHP. Im Zweifel kann ich da auch JavaScript noch benutzen, C++ und so weiter und so fort. Und genau in dieser Reihenfolge sind sie dann auch vertreten. Das heißt, Platz 4 der meistgenutzten Sprachen ist Python. Platz 5 ist Java, weil immer noch sehr viele Unternehmen mit Java arbeiten. Dann kommt schon Bash bzw. Shell und PowerShell, die zählen da alle drei auf einmal mit rein. Und die haben noch über 30% Entwickleranteil, das heißt die meisten arbeiten auch irgendwie damit. C# kommt auf der nächsten Stelle und dann schon PHP und TypeScript und dann C++. All diese Sprachen könnt ihr übrigens bei mir auf dem Kanal lernen und ja, ich habe zu jeder einzelnen davon ein Tutorial. Jetzt habe ich aber gesagt, wir haben natürlich nicht nur eine Quelle, sondern wir brauchen natürlich auch noch irgendwie so die Trends. Was ist denn vielleicht relevant 2021 und was ist denn eigentlich 2020 am meisten abgegangen? Und das ist definitiv Python. Denn Python hatte den größten Increase sozusagen, also ist am stärksten gewachsen mit über 2% auf dem TIOBE-Index. Spannender und vielleicht für viele überraschend ist, dass Java um fast 5% abgefallen ist in dem vergangenen Jahr und C und C++ wieder ordentlich am Wachsen sind. Das liegt natürlich vor allem daran, dass C++ mit dem 20er Update, also C++ 20, ein ziemlich großes Update bekommen hat und damit natürlich auch sehr moderne Features jetzt in seiner Sprache unterstützt. Von mir kommt natürlich auch bald ein Update für die C++-Reihe. Und natürlich spiegelt sich das auch in den Zahlen wieder. Das heißt, C hatte einen Increase von 1,6% und ja, C ist wieder mehr vertreten. Das liegt halt an vielen hardwarenahen Entwicklungen. Wir brauchen einfach momentan wieder mehr an der Hardware dran. Und C++ hatte sogar einen Increase von knapp 2%. Und das ist schon wirklich beeindruckend, wenn man sich das mal so überlegt. Eine mehr oder weniger alte Sprache, die jetzt modernisiert wird, immer noch sehr, sehr schnell ist und natürlich dann immer mehr auch im Kommen ist. Gerade was Spiele angeht, ist natürlich C++ absolut nicht mehr wegzudenken und alles, was irgendwie hochperformant sein muss, was natürlich eine Menge Code aktuell gerade ist. Eine dritte Studie, die PyPL-Studie, die konzentriert sich auf die Google-Aufrufe. Das heißt, wie häufig wird auf Google nach einer Sprache gesucht, beziehungsweise nach einem Tutorial zum Beispiel von dieser Sprache. Und hier ist Python auch wieder eindeutig auf Platz 1 mit 1,2% mehr als im Vorjahr. Über 3
30% der Programmiersuchanfragen sind Python. Danach kommt Java, wobei das 2% zurückgegangen ist, und JavaScript, was 0,3% dazu bekommen hat. Und das ist eigentlich auch schon wieder ein eindeutiger Trend. Nach JavaScript auf Platz 4 ist C# und auch hier auf Platz 5 kommt schon wieder C++. Und auch hier sehen wir wieder einen ziemlichen Increase. C++ hat auch wieder hier mehr Suchanfragen bekommen, während C# zum Beispiel zurückgegangen ist. Eigentlich was man jetzt vielleicht nicht unbedingt gedacht hätte, aber wir sehen, dass da definitiv was passiert. Doch welche Programmiersprache mögen Entwickler eigentlich am meisten, wenn sie damit arbeiten? Und hier müssen wir tatsächlich mal ganz kurz auf die Zahlen wieder bei Stack Overflow gucken. Und zwar auf Platz 1 sehr abgeschlagen, und ich glaube, es überrascht niemanden, aber Rust ist auf Platz 1. Allerdings mit unglaublichen 86% der Leute, die es mögen. Das heißt, fast niemand sagt Rust, sondern alle sagen Yay, Rust. Und auf der anderen Seite, TypeScript ist Platz 2, hat nur 67% der Leute, die es mögen. Und das bedeutet, hier sehen wir einen unglaublichen Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 2. Quasi jeder mag Rust, aber nicht mehr ganz so jeder mag TypeScript. Das ist wirklich beeindruckend. Und ich habe sowohl zu TypeScript und zu Rust übrigens auch eine Reihe. Ich verlinke euch die, eigentlich findet ihr sie selber, wenn ihr auf meinen Kanal draufklickt. Und naja, ich muss sagen, die Rust-Reihe ist ein bisschen veraltet. Das heißt, wenn ihr hier ein Update haben wollt, dann schreibt ihr mir das ganz gerne mal unten in die Kommentare rein. Auf Platz 3 liegt übrigens auch wieder hier Python mit auch über 66%. Und auf Platz 4 ist Kotlin. Und das ist eigentlich auch nichts, was wirklich jemanden überrascht, denn Kotlin ist so ein bisschen die Verbesserung von Java. Und Java ist jetzt nicht so beliebt, sage ich jetzt mal, mit 44% von den Personen, die es mögen, und ich persönlich muss sagen, es gibt definitiv bessere Sprachen als Java, zum Beispiel eben Kotlin, weil Kotlin sehr viele, sehr effektive Features hat und eben diese Features auch sinnvoll miteinander verbindet. Das bedeutet, ich kann einfach Kotlin programmieren, habe am Ende Java-Code und habe das Ganze aber in sehr viel weniger Zeilen Code geschrieben, weil ich eben noch bessere Features von der Sprache eben auch habe. Spannend ist allerdings auch, dass hier Go und Julia wirklich schon weit oben sind und von den Leuten, die es eben mögen, und natürlich auch Dart ist relativ beliebt bei den Programmierern und Entwicklern. Wenn ihr also irgendwas davon haben wollt, dann schreibt mir das auch ganz gerne mal unten rein und dann schauen wir vielleicht mal, was so das nächste wird. Ich bin gespannt. Die nächste große Frage, die wir uns aber stellen müssen, ist, was wollen Entwickler als nächstes lernen? Und hier bin ich jetzt mal nicht auf eure Meinung eingegangen, wobei wir eigentlich auch mal sowas machen können. Wenn ihr sowas machen wollt, dann schreibt mir das auch mal ganz gerne unten rein. Aber auf jeden Fall, das, was die Entwickler global und laut Stack Overflow Umfrage eigentlich am liebsten lernen wollen, ist Python. Und zwar über 30% wollen als nächstes Python lernen. Auf Platz 2 liegt JavaScript mit gerade mal 18%. Das ist wirklich ein Unterschied, muss ich sagen. Go kommt direkt danach mit 17% und dann kommt TypeScript, Rust und Kotlin. Und hier sehen wir natürlich auch so ein bisschen, was eigentlich am meisten gebraucht wird, was am beliebtesten ist und natürlich auch, was Entwickler so ein bisschen gerne lernen wollen würden. Und da sehen wir eindeutig einen Trend. Python ist beliebt, wird viel gebraucht, ist Platz 1 der beliebtesten Sprachen, deswegen wollen es quasi alle lernen, ist ja logisch. JavaScript wird einfach viel gebraucht, das heißt, man muss es irgendwie lernen, wenn man eine Website zum Beispiel entwickeln möchte. Und dann haben wir schon so neue Kandidaten, irgendwas Neues, Modernes wie Go, TypeScript, Rust oder auch Kotlin. Und das ist natürlich eindeutig eigentlich, gerade wenn man diese Sprachen gelernt hat, dann ist man eigentlich sehr zukunftssicher und auch ziemlich modern aufgestellt. Problem an der Sache ist allerdings höchstwahrscheinlich, wenn ihr jetzt Sachen wie Go, Rust oder Kotlin lernt, oder vielleicht auch TypeScript, dann kann es passieren, dass viele Unternehmen noch nichts damit anfangen können und ihr deswegen vielleicht nicht unbedingt besser einen Job findet. Aber ich bin mir absolut sicher, dass das in naher Zukunft kommt und je nachdem, welche Firma ihr natürlich fragt, die arbeiten schon zum Großteil natürlich auch mit Go und Rust und Kotlin, ist ja klar. Kommen wir aber zu einem interessanten Punkt, und zwar das, was Stack Overflow als Most Dreaded Sprache bezeichnet. Und das ist im Endeffekt eine Sprache, da durften wirklich nur die Leute auswählen, die diese Sprache auch wirklich aktiv benutzen und absolut hassen, beziehungsweise nicht mehr weiter verwenden wollen. Und hier haben wir auf Platz 1 VBA, auf Platz 2 haben wir Objective-C und auf Platz 3 haben wir Perl. Assembly ist auf Platz 4, würde ich auch niemandem empfehlen. Und spannenderweise auf Platz 5 ist C.
Denn C ist eigentlich auch eine Sprache, die man jetzt aktuell nicht mehr unbedingt so verwenden möchte. Und naja, es sind halt alles Altlasten sozusagen. Es gibt bessere Alternativen, aber teilweise kann man halt einfach nicht anders. Ja? Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel eine App schreibe für iOS, dann muss ich entweder Objective-C oder Swift benutzen. Und wenn sich mein Unternehmen, in das ich jetzt gerade reingekommen bin, schon für Objective-C entschieden hat, dann muss ich halt leider Objective-C benutzen und habe nicht wirklich eine Wahl, irgendwas anderes zu machen. Moderner wäre da allerdings Swift zu benutzen, was eine eigene Sprache von Apple ist, und naja, damit kann man natürlich deutlich angenehmer entwickeln, aber man hat nicht immer eine Wahl, wie gesagt. Kommen wir aber ganz kurz zu Web-Frameworks. Was wird hier am meisten benutzt und was ist damit auch am meisten zukunftsträchtig für 2021? Und das ist einfach wichtig zu wissen, weil ich meine, die meisten Leute sind irgendwie im Webbereich unterwegs und wir haben gesehen, JavaScript ist Platz 1 mit Abstand von den meistgenutzten Sprachen, nicht unbedingt von den meistgeliebtesten Sprachen, aber von den meistgenutzten zumindest. HTML, CSS ist Platz 2 gewesen und ja, deswegen sollten wir uns damit auch jedenfalls kurz beschäftigen. Und wir sehen, mit Abstand am meisten genutzt wird eigentlich jQuery. jQuery ist eine Library, die euch einfach Animationen stark erleichtert und damit eigentlich das Arbeitsleben ein bisschen effektiver machen. Ihr müsst nicht mehr so viel schreiben, ihr könnt das Ding einfach benutzen, ist eine super Library, stark optimiert, habe ich natürlich auch in eine Tutorial-Reihe dazu gemacht. Genauso wie React.js, was auf Platz 2 ist. Platz 2 also schon ein größeres Framework für Web, mit dem man sehr, sehr viel machen kann. Zum Beispiel natürlich responsive, native Webseiten, also das heißt Webseiten für Browser, aber auch eben für Mobilgeräte und sogar für Apps kann man das auch machen mit React Native. Tatsächlich ist sogar React deutlich vor Angular, was eigentlich mich ein bisschen überrascht hat, weil ich dachte, dass Angular ein bisschen höheren Marktanteil hat. Aber tatsächlich ist Angular mit Platz 3 und nur 25% im Vergleich zu den 35% von React schon ein bisschen weiter hinten. Den Rest findet ihr natürlich unten verlinkt in der ganzen Stack Overflow Studie und natürlich hier an der Seite eingeblendet, beziehungsweise auf der Seite für euch. Und natürlich müssen wir uns auch Datenbanken noch ein bisschen genauer angucken, denn wie wir schon gesehen haben, Platz 3 der meistgenutzten Sprachen sind Datenbankensprachen, also SQL, um genau zu sein. Und ja, natürlich müssen wir dann auch irgendwie gucken, was ist eigentlich so am meisten an Datenbanken genutzt. Platz 1 eigentlich eindeutig ist MySQL. Ja, das ist quasi der Standard. Fast alles hat eine MySQL-Anbindung und deswegen viele ändern es nicht, viele lassen es einfach. Es ist relativ komfortabel, es hat ziemlich viele Funktionen, es kann eigentlich alles, was man braucht, ist ziemlich schnell und damit eindeutig auf Platz 1. Die weiteren Plätze sind allerdings ein bisschen interessanter. Und zwar PostgreSQL ist Platz Nummer 2 der meistgenutzten Datenbanken. Und meiner Meinung nach auch absolut gerechtfertigt, denn PostgreSQL ist ziemlich schnell und zumindest in meiner Erfahrung irgendwie ein bisschen schneller als MySQL und hat ein paar Features, die MySQL fehlen. Das heißt, es ist eigentlich eine solide Alternative, wenn man irgendwie was Spezielleres braucht. Und was interessant war, ist Platz Nummer 3 und zwar Microsoft SQL Server. Warum Microsoft SQL Server? Nun, ganz einfach, weil viele große Server laufen auf Microsoft Azure. Ja? Und Microsoft Azure hat natürlich Microsoft SQL Datenbanken, zumindest in vielen Fällen. Natürlich kann man auch MySQL drauf machen, aber das ist da eher nicht üblich. Und deswegen haben wir da natürlich auch viele Microsoft SQL Server Datenbanken, die dann natürlich damit laufen. Und ja, das ist eigentlich sinnvoll und ist eigentlich auch sehr komfortabel zu nutzen, muss man leider sagen. Aber ja, es ist eine gute Datenbank und dementsprechend auf Platz Nummer 3. SQLite wiederum ist Platz Nummer 4 und das ist ein bisschen überraschend gewesen für mich, denn SQLite ist so ein bisschen eine Datenbank in einer Datei. Dadurch eigentlich bei vielen nicht so gern gesehen, weil man es irgendwie ein bisschen speziell behandeln muss. Man kann es aber durchaus benutzen. Was ich eher gedacht hätte, was weiter vorne ist, sind so Sachen wie MongoDB oder MariaDB oder Redis. Und die sind hier tatsächlich auf Platz 5, 6 und 7, obwohl das eigentlich wirklich solide Datenbanken sind und ich glaube, dass die in der Zukunft auch noch weiter vorkommen werden. Gerade Redis ist auch bei den beliebtesten Datenbanken dabei. Schaut euch, wie gesagt, dazu gerne mal nochmal die Studie von Stack Overflow an. Für welche Plattform wird aber eigentlich entwickelt? Und diese Frage hat sich natürlich auch Stack Overflow gestellt und hat sie einfach mal weitergegeben an die Community. 55% der Entwickler bzw. fast 56% entwickeln für Linux und damit ist das auf Platz Nummer 1.
Warum ist das so? Naja, sagen wir es einfach mal so, die meisten Server basieren eigentlich auf Linux und zudem sind natürlich noch viele Anwendungen für Linux Desktop unterwegs. Das heißt, man entwickelt häufig für sowohl Linux als auch Windows, beziehungsweise wenn man serverseitig entwickelt, häufig auch tatsächlich nur für Linux. Und dementsprechend ist natürlich Linux auf Platz 1. Platz 2 ist logischerweise auch Windows, weil viele Leute für Windows Software entwickeln. Und dann wird es allerdings interessant. Hier kommen wir nämlich zu Sachen wie zum Beispiel auf Cloud-Systemen, die auf Cloud-Systemen oder auf Serversystemen sehr gut laufen. Was wir hier sehen, ist Docker auf Platz Nummer 3. Docker ist die beliebteste Container-Software, zumindest im Jahre 2020 gewesen und auch im Jahre 2021 meiner Meinung nach immer noch die beliebteste Container-Software und wird sie wahrscheinlich auch noch bleiben. Und das liegt einfach daran, dass man da sehr, sehr gut die einzelnen Anwendungen clustern kann. Das bedeutet, ihr habt dann einen Container, der eben zum Beispiel nur die Datenbank enthält, einen Container, der nur zum Beispiel euren Microservice A enthält und einen Container, der nur das Frontend enthält und so weiter und so fort. Und was man hier entwickelt, ist im Endeffekt für eigentlich auch für Linux, wenn man es genau nimmt, und dann baut man sich halt einen Docker-Container, der quasi ein sehr abgespecktes Linux ist, der wirklich nur in der Lage ist, das zu bauen. Und ja, das ist dann eigentlich auch eine Art Linux, möchte man sagen, zumindest in vielen Fällen, aber manchmal bezeichnet man es halt einfach als Docker. Viele entwickeln allerdings auch direkt für AWS, das bedeutet direkt für Cloud, und das sind fast 30%, die direkt für Cloud entwickeln. Und das ist wirklich viel meiner Meinung nach, denn für Cloud direkt zu entwickeln heißt, ich arbeite wirklich mit meinem Code direkt darauf hin, dass das später nur auf AWS bzw. auf Cloud-Systemen läuft. Und ja, das ist bei vielen mittlerweile gang und gäbe, aber viele Unternehmen sind da absolut noch nicht dabei und für manche macht es auch einfach keinen Sinn, das muss man auch fairerweise dazu sagen. Ein bisschen abgeschlagen ist macOS mit 25% auf Platz Nummer 5. Das heißt deutlich hinter Linux und Windows. Das heißt, macOS ist von der Unterstützung der Software vielleicht nicht ganz so gut, möchte man meinen. Aber man muss bedenken, Linux hat natürlich auch noch die Serversysteme im Hintergrund, die natürlich quasi alle auf Linux basieren. So, jetzt habe ich natürlich schon eingehend angekündigt, dass es auch ein bisschen ums Gehalt geht. Was solltet ihr eigentlich für eine Programmiersprache lernen, wenn man viel verdienen möchte? Und hier sehen wir auf Platz 1 Perl. Da muss man allerdings das Ganze mit Vorsicht genießen, denn Perl heißt zwar, dass die Entwickler das meiste an Geld bezahlt bekommen, aber die meisten Perl-Entwickler sind auch schon sehr, sehr lange dabei, wie wir in dieser Grafik hier sehen, diese Seite. Und das bedeutet einfach, ja, wir haben sehr, sehr langjährige Entwickler, die 10 Jahre Erfahrung haben. Das heißt nicht unbedingt, dass andere Entwickler irgendwie weniger verdienen in dem Zeitraum, wenn sie so lange schon dabei sind. Aber Perl sind halt häufiger Senior Developer. Das ist das, was uns die Grafik hier sagen möchte. Auf der anderen Seite, wenn ihr wirklich nach neuen Sprachen sucht, seid ihr vielleicht eher bei Scala oder bei Go oder bei Rust richtig. Denn diese 3 Sprachen werden sehr gut bezahlt und wenn ihr irgendwie in die Richtung gehen wollt, dann werdet ihr mit den Sprachen am meisten verdienen im Endeffekt. Während ihr zum Beispiel mit Dart und Flutter oder PHP oder C auch tatsächlich am deutlich wenigsten verdient. Was ein bisschen schade ist, weil Dart eigentlich auch ein gutes Framework ist und naja, man möchte es ja auch irgendwie lernen, oder? Aber App-Entwickler werden offenbar schlechter bezahlt generell. Ich weiß nicht, woran das liegt. Falls ihr das wisst, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch vorstellen, auf was für Betriebssystemen Entwickler am meisten entwickeln. Das heißt nicht für welches System, sondern auf welchem System wird eigentlich gecodet. Und hier sehen wir auf Platz 1 eindeutig Windows, was viele vielleicht nicht vermutet hätten, was aber tatsächlich sich irgendwie ergibt, weil eben ja viele einfach tatsächlich direkt Windows drauf installiert lassen und manche Tools laufen halt leider auch für Entwickler nur unter Windows. Ich bin ja in letzter Zeit selbstständig auf Windows, weil eben zum Beispiel mein Schnittprogramm nur auf Windows vernünftig funktioniert, was sehr, sehr schade ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, macOS und Linux teilen sich quasi die anderen 25 oder die anderen fast 50% auf. Das heißt, beide haben 27 bzw. 26% und wenn man die zusammentut, das sind ja quasi beides Unix-basierte Systeme, dann haben wir da deutlich mehr als bei Windows. Also wenn ihr so sehen wollt, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ja, interpretiert es einfach nach eurem freien Willen. Und damit war es das von meiner Seite auch schon wieder. Jetzt gibt es wie versprochen noch das Sponsoring von Get in IT, die eine wirklich besondere Ankündigung für euch haben. Und zwar
Notiert euch am besten direkt am 26.01. von 13:30 Uhr bis 18 Uhr veranstalten die eine virtuelle Jobmesse sozusagen. Und zwar die nennt sich Job.io, wie Input-Output. Die ist gedacht für ITler und zwar vom Berufseinsteiger bis hin zum Berufserfahrenen. Das bedeutet nicht unbedingt nur, wenn ihr jetzt gerade auf Einsteigersuche seid, sondern auch wenn ihr schon ein bisschen dabei seid und euch einfach ein bisschen informieren wollt, dann ist das interessant für euch. Schwerpunkt liegt dieses Mal auf IT-Consulting. Es gibt allerdings auch Entwickler, Admin, Security-Spezialisten etc. Das heißt, jeder kann da quasi vorbeigucken und sich einfach ein bisschen informieren. Wie gesagt, 18 Firmen sind da auch vor Ort. Das heißt, da kriegt ihr auch immer mal wieder ein bisschen Input. Es gibt noch andere Vorträge von weiteren IT-Experten. Es gibt Leute, die berichten, wie sie quasi in die IT eingestiegen sind. Es gibt einen vertraulichen CV-Check. Das bedeutet, ihr könnt da euren Lebenslauf mal vorzeigen und der wird dann natürlich vertraulich behandelt und man guckt den mal durch, ob das gut aussieht oder ob ihr da vielleicht noch was tun könnt, um den zu verbessern. Solche Angebote gibt es da auch und ich bin auch vertreten. Ich werde einen kleinen Vortrag halten. Direkt um 13:30 Uhr bin ich dran und es wird um eine Vorstellungsgespräch-Frage gehen, beziehungsweise auf was ihr dabei achten solltet, wenn ihr so eine Frage bekommt. Das ist ein bisschen eine ausführlichere Frage und ich möchte die einfach mal vorstellen. Finde ich ein ziemlich spannendes Thema. Jetzt ist die Frage natürlich, wie läuft das Ganze ab? Was kostet das eigentlich? Und die Antwort ist relativ simpel, exakt gar nichts, zumindest euch nicht. Und zwar könnt ihr da komplett kostenlos und auch komplett anonym dran teilnehmen, wenn ihr das wollt. Und ihr könnt den ganzen Unternehmen natürlich auch komplett anonym die Fragen stellen. Alles quasi perfekt abgesichert sozusagen. Und natürlich aufgrund der aktuellen Situation auch komplett natürlich online. Das heißt, ihr könnt das Ganze vom Sofa aus machen und seid dann nicht irgendwie gezwungen, irgendwo hinzugehen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, schaut definitiv mal unten in die Beschreibung rein. Da gibt es die ganzen weiteren Informationen. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich sehen wir uns davor nochmal, aber wir sehen uns spätestens dann dort. Bis dann, ciao.